Hallihallöchen und recht herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir machen weiter mit Funko Pop Movies. Den Comic oder Cartoon Drachen zu DreamWorks How to Train Your Dragon 2. Drachenzähmen leicht gemacht. Und heute sehen wir hier die Nummer 99, Barf and Belch. Zu Deutsch Kotz und Würg. Den wahnsinnigen Zipper, einen Drachen mit 2 Köpfen. Der Haus- und Hofdrache zu Raphnus und Tafnus. Dies hier leider noch nicht als Figur gibt. Das fände ich der Knüller, wenn Funko tatsächlich die beiden Charaktere auch mal als Figuren rausbringt. So, und auch auf diesen Drachen bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, ob wir hier wohl auch die Köpfe bewegen können, wie es mit der Bemalung ausschaut, auf seine Standhaftigkeit und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist schon mal die Zeichnung hier Weltklasse. Hier haben wir einen Kopf und ihr seht es ja schon, ne? Die Figuren sehen tatsächlich exakt so aus wie die gezeichneten Köpfe. Hier seitlich haben wir nochmal die Abbildung mit beiden Köpfen. Links haben wir die Augen ein bisschen zusammengekniffen, rechts sind sie ganz offen. Okay, und auf der Rückseite findet ihr, wie ihr ja mittlerweile wisst, alle Charaktere, die es bisher gibt. Hicks, Astrid, Sturmpfeil, Hagenzahn, Kotz und Würg und ohne Zahn. So, und dieser Text hier lief schon am Anfang ganz grob übersetzt über euren Bildschirm hier unten. Das habt ihr jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Das hier ist die Webseite von Funko, www.funko.com. Wenn euch die Figuren gefallen, schaut mal drauf. Ihr findet hier massenhaft Figuren zu allen möglichen Filmen oder zu Serien. Hier die beiden Köpfchen, wie sie über den Rand hier gucken. Absolut klasse gemacht. Hier sind sie nochmal etwas größer mit der Sprechblase Pop Movies. Also dann lasst uns den Drachen hier mal auspacken. Ach, ich freue mich da so, weil es wirklich klasse Figuren sind. Boah, ein massiges, mächtiges Kerlchen. Boah, mit einer Hammerbemalung. Hey, ja, das ist ja mal edel. Wow, was ein Hammermuster. Ist bisher das aufwendigste bei allen Drachen hier. Wahnsinn. Okay, gucken wir uns auch gleich nochmal an. Kann ich die Köpfe bewegen? Ah, ich kann die Köpfe auch noch bewegen. Klasse, hier gucken sie sich an, hier gucken sie nach vorne, hier gucken sie einfach weg. Also, klasse, auch die Köpfe könnt ihr ein bisschen bewegen. Das finde ich ja mal cool. Klasse. Also gut, dann lasst uns mal schauen, ob er die Zähne auch richtig geputzt hat. Ha? Hier hat er schon ein Kariesloch, seht ihr das? Hier ist ein Loch. Klasse. Ja, auch hier hat man die Zähne wieder grau bemalt. Bei diesem Kopf hier wurden die Augen nur halb bemalt. Das macht den Eindruck, als ob er hier die Augenlider halb geschlossen hätte. Und hier wurden diese Kreise einfach komplett bemalt. Auch hier ist das Schwarz wieder eher ein bisschen matt, nicht ganz so glänzig wie bei Hagenzahn. Ich meine, hier in den Scheinwerfern, da geben diese schwarzen Augen das Licht schön wieder. Ne? Hier habt ihr schöne Reflexpunkte und es macht die Augen auch ein bisschen lebendiger. Bei einem normalen Licht ist es natürlich nicht so extrem und da haben halt viele ja die Befürchtung, dass die Figuren hier ein bisschen irgendwie tot aussehen, ne? Sind halt relativ ausdruckslos, diese Augen. Dann finden wir hier auch tiefe Nasenlöcher, 3 Hörnchen jeweils auf dem Kopf, ne? Die beiden vorderen in diesem Cremegelb und hier hinten haben wir braune Hörnchen und hier haben wir dann auch gleich die Rückenstacheln, diese Zipperstacheln oder Reißverschlussstacheln. Die hat man hier durchgehend braun bemalt. Über den Rücken haben wir eine Reihe, an den Schwänzchen hier, an den Schweifen, jeweils eine Reihe mit diesem Rückenkamm. Und die Bemalung finde ich hier ja wirklich Weltklasse. Also die Grundfarbe ist so ein Olivgrün und dann haben wir hier mit dunkelgrün und einem ja cremegelben Rand diese Maserung, diese Muster hier auf die Flügel, auf den Rücken und auf dem Hinterkopf von Kotz und Würg. Also das sieht wirklich klasse aus, schön gemacht. Das muss man schon wirklich sagen. Ja, die Köpfe, wie schon gesagt, könnt ihr drehen. Aha. Und hier haben wir wieder dieses Phänomen, was auch die Figuren haben, sprich Astrid und Hicks. Ne? Hier wieder diese aufgeklebte Scheibe mit Loch, auf die der Kopf hier aufgesetzt wurde.
Das ist irgendwie echt ein bisschen unschön, ne? Das sieht nie so ganz sauber aus. Ihr seht hier immer Klebespuren und wie wenn da jemand noch mit dem Messer irgendwie reingeritzt hätte. Also das ist ein bisschen unschön. Aber vielleicht ist das auch nur mein Empfinden. Wie schon gesagt, die Köpfe könnt ihr hier ein bisschen drehen. Nicht ganz, weil diese Stacheln hier an dem jeweiligen Kopf dann ja, hängen bleiben. Ihr könnt es natürlich auch ein bisschen auseinander machen. Dann gucken die beiden hier nach hinten, wie ihr hier seht. Gott, ist das krass. Also, wie auch immer, ihr habt hier extrem bewegliche Köpfe. Nicht nach oben, nicht nach unten, sondern nach links und rechts. Dann habe ich gesehen, die Flügel, die wurden auch hier aufgeklebt, ist also nicht ein Guss. Ebenso die Beine, die hinteren Beine wurden hier dran montiert. Und wie es aussieht, ist das ganze Vorderteile hier, ne, die Vorderbeine, Brustteil und Hals, auch auf diesen Körper, auf diesen Rumpf hier aufgesteckt, dran geklebt, wie auch immer. Okay, dafür ist die Bemalung ja einigermaßen. Hier dieses Cremegelbe zieht sich wirklich von der Schwanzspitze über die Brust bis zu den Hälsen. Und das findet hier sich auch wieder am Unterkiefer von beiden Köpfen hier. Hier an diesem Schweif, da wurde das ein bisschen schlampig drauf gemalt, ne? Könnt ihr sehen. Dafür hat man hier die Schwanzspitze auch noch in dem Braun bemalt, wie der Rückenkamm. Und die Krallen an den Beinen wurden hier ja mit einem Grau bemalt. Also nicht einfach nur schwarz. Ja Mensch, so sieht's aus, unser Kotz und Würg. Netter kleiner Drache, muss ich sagen. Wie sieht's aus im Stehen? Jawohl, der steht einwandfrei. Prima. So, ich gehe ein bisschen runter mit der Kamera. Okay, also, schaut ihn euch an. Ich werde auch gleich nochmal drehen. Was sagt ihr dazu? Gefällt euch das Modell? Also ich finde, er passt auf jeden Fall prima zu den anderen Drachen. Und ich sage ja, auch ein hübscher Rücken kann entzücken. Und das ist hier definitiv der Fall. Das Muster ist wirklich klasse. Das gefällt mir mal richtig gut. Auch die Hörner hier am Hinterkopf, die kommen richtig gut. So, jetzt stelle ich ihn hier mal auf die Mitte. So, und auch den drehe ich hier ein paar Mal für euch, damit ihr den ohne meine Finger schön in aller Ruhe betrachten könnt. Ja, bei Kotz und Würg ist man immer versucht, von 2 Drachen zu sprechen, obwohl es ein Drache ist mit 2 Köpfen. Aber da könnt ihr mal sehen, wie viel Persönlichkeit so ein Kopf hier ausstrahlt, ne? Das finde ich immer sehr, sehr interessant bei so zweiköpfigen Drachen. Wahnsinn. Also, Kotz und Würg, der eine Schädel kotzt, hätte ich fast gesagt. Der eine Schädel spuckt Funken, der andere Schädel spuckt ein Gas. Und das ist natürlich eine explosive Mischung. Sind also beide aufeinander angewiesen. Kein Kopf kann ohne den anderen. Und so ist es auch mit seinem oder ihren Reitern, nämlich Raphnus und Tafnus. 2 Geschwister mit einem Gehirn, also hat man zumindest manchmal den Eindruck. Ich finde die beiden aber wirklich klasse. Die brauchen sich genauso gegenseitig wie dieser Drache seine 2 Köpfe. Und das kann man ja auch irgendwo als Metapher sehen, ne? So quasi Menschen, haltet zusammen, zusammen könnt ihr viel mehr erreichen als nur einer alleine. Und so war es ja auch schon immer in der Weltgeschichte. So, ich schweife ab. Damit ihr jetzt noch einen schönen Vergleich habt, stelle ich die beiden anderen Drachen auch nochmal daneben. Dann seht ihr mal, wie toll die eigentlich alle zusammenpassen. Also die Farben sind schon mal Weltklasse, die harmonieren ganz toll. Und wie schon gesagt, es sind jetzt keine grellen, keine mega bunten Farben, sondern eher ein bisschen gesetzt. Und ich finde auch, dass die Modelle an sich super schön miteinander harmonieren. Jeder Drache hier hat seine eigene Persönlichkeit und ist echt putzig auf seine Art und Weise.
Was euch hier vielleicht auffällt, sind die Augen. Ihr seht's ganz rechts. Hakenzahn hat richtig schön glänzende, knallige, schwarze Augen und die reflektieren das Licht wirklich absolut top. Die Augen der beiden anderen Drachen, also Sturmveilchen und Kotz und Würg, die sind eher ein bisschen blass und die spiegeln auch das Licht nicht so wider wie Hakenzahn. Also Hakenzahn wirkt hier noch am lebendigsten. Definitiv. So, ich drehe es mal. Geht es einigermaßen? Ja, das geht auch, ne? So seht ihr sie auch nochmal von hinten. Also, die sehen selbst von hinten klasse aus, wie ich finde. Ne? Aber wenn ich mir dann so die anderen Drachen hier angucke, finde ich, dass unser Sturmveilchen, die ja zudem noch eine Dame ist, ruhig auch noch ein bisschen, ja, so ein bisschen Muster an den Flügeln oder an dem großen Hinterkopf durchaus vertragen hätte. Hätte sie noch ein bisschen hübscher gemacht. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann noch eine Version 2.0, eine Neuauflage. Spätestens zum 3. Drachenzähmen-Film. Dann kann man das alles nachholen, was man hier bei dieser Serie vielleicht etwas verpasst hat. Auf der anderen Seite kann ich es verstehen. Man hat die Figuren hier komplett minimalisiert und so vielleicht auch auf die Maserung, auf die Zeichnung ein bisschen verzichtet. Trotz allem, 3 klasse Drachen. Einer fehlt noch, genau, ohne Zahn. Den muss ich auch noch auspacken. Und dann wäre die Serie hier komplett. Problem ist nur, ohne Zahn habe ich in irgendeinem Karton drin, wo noch andere Figuren mit drin sind und ich weiß nicht in welchem. Drama, Baby, Drama, egal. Sobald er mir entgegenkullert, werde ich ihn auch noch auspacken. Okay, Leute, das hierzu. So, damit kommen wir auch schon zum Ende für dieses Video. Tja, bleibt mir nur zu sagen, das war mein Unboxing zu Kotz und Würg. Von Funko Pop Movies zu DreamWorks How to Train Your Dragon 2, Drachenzähmen leicht gemacht 2. Klasse Charakter, klasse Figur. Meine Empfehlung, zudem sind die Beine hier toll modelliert, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Also ihr Lieben, das war schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Wie immer, ciao tschüsschen, bis zum nächsten Video, euer Rupi. Hey!